So, und damit begrüße ich euch alle. Hallihallo und herzlich willkommen, ihr lieben Menschen aus der Zukunft. Ich grüße euch aus der Vergangenheit. Hallihallo. Heute geht's weiter mit Dark Souls 3, immer noch erster Playthrough. Wir sind einen enormen Schritt weitergekommen beim letzten Stream. Mit ein bisschen Hilfe, mit ein ganz klein bisschen Hilfe, haben wir das große Rätsel von Ringed City gelöst. Und können nun auch in der Story, in der Hauptstory, endlich mal wieder vorwärts kommen. Beziehungsweise fehlt uns noch in Ringed City jetzt dieses kleine letzte Stück, was wir nun freigeschalten haben durch das Rätsel. Denn da habe ich bloß mal kurz reingelugt, aber habe noch gar nicht geguckt, was uns da genau erwartet. Und ja, das aufmerksame Auge wird schon sehen, wir haben wieder direkt wir haben das Fenster vom letzten Mal jetzt auch einfach mal so übernommen. Sprich, der Chat ist jetzt auch einsehbar. Das lasse ich jetzt erstmal so. Ich muss mal gucken, wie das so wirkt. Weil beim letzten Mal hat es mich eigentlich gar nicht so sehr gestört. Könnte aber auch daran liegen, dass ich das Areal ja nun schon quasi in- und auswendig kenne. Mal gucken, wie das jetzt ist bei neuen Sachen. Aber wir lassen das für den Moment erstmal an. Und ja, so kann jeder, der zuguckt, auch sehen, was hier so nebenbei geschrieben wird. Und ja, in dem Sinne machen wir, wie gesagt, auch direkt dort weiter, wo wir aufgehört haben. Wir gehen also wieder nach Ringed City und widmen uns dem neuen Areal, welches wir nun freigeschalten haben. Mir wurde zwar schon auch ein bisschen von meinem Stichwortgeber vom letzten Mal, dem Rotlichtrollern, schon ein paar Hinweise gegeben, dass ich doch eigentlich, dass ich dort etwas finden werde, dessen genaue Beschreibung ich am besten erstmal skippen sollte, weil ich mir wohl dadurch sonst ja, eine Questline, eine Lore etwas kaputt mache und spoilere, die ich sonst hätte sehen müssen. Es geht hier, also gut, das hätte ich mir auch, sag ich mal, deswegen, es geht hier um den guten Lab, den wir jetzt in diesem Run wohl oder übel leider töten mussten, weil er uns doch dann feindlich gesonnen war. Und genau, und hätte ich das Rätsel gelöst, bevor Lab uns angegriffen hätte, dann hätten wir diesem Schicksal wahrscheinlich ersparen können. Beziehungsweise ich weiß es halt nicht, weil ich kenne die Lore nicht. Aber wir werden wohl, wie gesagt, in diesem Areal hier etwas finden, was wir nicht hätten, ja, was uns dann schon ein bisschen was verrät. Und das will ich eigentlich vermeiden. Ich will mich ja, wie gesagt, eigentlich so oft und viel wie möglich überraschen lassen, was dieses Spiel betrifft. Und insofern, ja, schreiten wir doch mal mutig voran und steigen die Leiter hinauf. Den Abschnitt soweit haben wir schon gesehen. Ich weiß, dass der erste Gegner, der uns dort entgegengekommen ist, war einer von den Ring Knights gewesen. Die sind für uns jetzt fürs erste, oder sollten zumindest erstmal kein Problem darstellen. Generell sage ich jetzt mal großmäulig, ich glaube nicht, dass hier in dem Areal uns irgendetwas zu großes Problem bereiten wird, weil, wie gesagt, wir kennen ja den Abschnitt eigentlich und ich glaube jetzt nicht, dass es hier nochmal völlig neue Gegnertypen geben wird. Ich bezweifle auch stark, dass es hier irgendeinen Boss oder irgendwas geben wird, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, aber nichtsdestotrotz bin ich natürlich gespannt, was es hier gibt. Irgendein seltenes, besonderes Item, irgendeine seltene, besondere Waffe wäre natürlich cool. So, und dann kommen wir nämlich an dieses Areal hier hinten raus. Und ich hatte es auch schon das letzte Mal gesagt, ich kenne das Areal, denn das habe ich von dort oben, von der Mauer aus auch schon irgendwann mal gesehen und wusste, Mensch, das muss dieser Gang sein. Entweder komme ich dort rein oder komme dort raus, je nachdem, wenn ich das Rätsel gelöst habe. Und ja, es sollte sich bewahrheiten, es ist tatsächlich derselbe Ausgang. Nun denn, dann stürzen wir uns mal mutig ins Verderben, denn hier gibt es scheinbar keinen Aufgang, wenn ich hier runterstürze. Gucken wir mal, wo uns das Ganze hinführt. Also wie gesagt, ich bin ziemlich sicher, dass hier gleich um die Ecke genau so ein Ring Knight kommt. Aber die kennen wir ja schon. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Die lassen sich nämlich hervorragend backstabben. Und ja, das Moveset kennen wir halt auch mittlerweile auswendig. Zu zahlreichen Ausflüge durch Ringed City auf der Suche nach dem verfluchten, gottverdammten Bonfire. Sind wir ja schon einigen begegnet. Ich habe gerade gesehen, da hinten war noch einer gewesen. Den nehmen wir wahrscheinlich auch gleich aufs Korn.
Nichtsdestotrotz will ich immer ein bisschen nicht zu ungestüm rumrennen, genau deswegen nämlich. Das Geräusch sagt nämlich im Grunde alles. Klong, klong, klong. Genau, hier ist nämlich irgendwo wieder so ein Riese unterwegs, der uns ein bisschen das Leben schwer macht. Den habe ich auch schon aus der Ferne gesehen. Au. Komm schon. Ja, ist auch gut mal hier mit ihr. Mal ein bisschen gucken, jetzt wo der Kollege seine Gegner spawnt. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich den A relativ schnell entdecke. Wenn der mir jetzt so oft... Ach, hier oben sitzt er ja schon. Wie gesagt, seine Au, spawnt, genau deswegen. Ah, fuck, okay, gut. So viel dazu. Wie gesagt, großmäulig, mich wird ja hier nichts überraschen, ich kenne ja schon alles. Ja, nichtsdestotrotz sind die Gegner natürlich nicht ohne. Gerade dieser große Kollege in Kombination. Aber gut, wir wissen, was uns erwartet. Sollte schaffbar sein, sage ich mal. Vielleicht können wir auch gucken, dass wir den gar nicht so früh triggern, indem wir einfach ein bisschen weiter hinten bleiben. Also diesen Judicator Giant, ich glaube so hießen die. Ja, dass wir dann vielleicht die beiden Ring Knights ohne irgendwelche Unterbrechungen besiegen können. Und uns dann den Judicator Giant halt als einzeln aufs Horn nehmen. Na mal schauen. Schauen wir einfach mal rein. So. Dort um die Ecke sitzt der ja. Den lassen wir jetzt erstmal auch dort so sitzen. Und holen erstmal nur den einzelnen Ritter ran. So. Ja. Billig. Zack. So, das war Nummer 1. So, ich guck mal, wenn ich nicht nach rechts gehe, sondern hier links bleibe, könnte man vielleicht triggert den da nicht. Wo ist denn der Typ mit seiner was? Der Ritter jetzt, der ist ja gleich, ja. Kommt der auch wieder. Ach, der läuft hier hinten rum, alles klar. Na komm mal ran, Großer. So, das ist ganz schön risky gerade, was ich gemacht habe. So. So, dann haben wir die jetzt schon mal relativ easy niedergemäht. Hello, Jap, no punch. Yeah, I'm English speaker, but I will probably. I mean, as long as only you are in the chat, we can also try to speak English with each other. Be welcome. I'm just, yeah, as you maybe can see, I'm the first playthrough here.
in Dark Souls 3. I ask you please no spoilers in any way, because I'm quite spoiler free about this game. I don't know anything about it from the internet or something, and try to avoid anything that is is about Dark Souls 3. So I want to keep it that way. I want to experience everything from scratch, so to say. So good. Now we have to bring down this bastard. So, and now we can continue. Yeah. So how about you, Chap No Punch? Are you did you play this game already? Are you familiar with Dark Souls? Did you play the third part? So, let's see. Where are we here? Tiny chunk, okay. Also this is what he dropped. Okay, good on you for as well as you have. Well, yeah, able to keep the convo going. Ah, thank you. It's nice to hear. Did you already see something before from my screens, from my streams, or first time checking in? So look around. Okay, yeah. So this is the part I saw from below. Ah, yeah, this is the stairs where we come to Shira. Ah, all right. Okay, now I know where I am here. Ba-bum. So, yeah, and this stairway down here I also saw from afar. But I think here is. This wasn't everything. I think here is probably another enemy, or is it just the sound of the guys down here? That's just the sound from the guys down here. Okay. So, let's see. Things I've played this game before. It's just enjoyable to see others play as well. Yeah, I think also Dark Souls content is something. It's always fun to watch. I mean, I've also played the first and second game, so Dark Souls 1 and Dark Souls 3, and yeah, I saw so many Dark Souls 1 run for example, from Lobos Jr. I don't know if you know this YouTuber. Got some different randomizer runs, and even you already know everything about Dark Souls 1, for example. It's always fun to watch this and experience new ways and how this game is played or is playable, and yeah, and what strange strategies even are behind some things, and it's amazing. Yeah, but Dark Souls 3 here is my very first time. I'm pretty at the end of the game, I think, because yeah, we already beat the first DLC, and now we are, yeah, I've kind of beat the second DLC here too, Ringed City. So Gale and Meteor are already slain, defeated, and now in the last stream, okay, that's this guy. In the last stream we, well, yeah, I solved the riddle, the amazing ultra hard riddle leading to this area where I'm now. And last time we had Dragon Head Shield. Another one? I thought I already got this one. Dragon Head Shield. Oh, it's Dragon Head Shield and Dragon Head Great Shield. Ah, I see. Okay, that's the difference. Yeah, and the last time we solved this riddle with a little help from my from a colleague of mine, from a friend of mine, who already played the game, because yeah, I collapsed on the riddle here. And yeah, and I thought, okay, no, everything else will be so much pain and so much grind and so much struggle, and so I said, okay, let's do this, but this time with some hints, and
yeah, this worked, and so we could I could continue this part here. And yeah, in the main story, I also slayed the how are we called, the lords. So I got the remaining things, the skulls of these of the bosses. I have just to put it down on the thrones, and yeah, I didn't put down the skull of Lorien or the final throne because this should actually yeah, continue the main story. So just to yeah, put it in a timeline where I am right now. So, and I assume this is probably this cleansing, the purging little shrine that Mr. Lab talked about. No, I didn't play Elden Ring yet. It's I have a big pile of shame of games to play, and I'm glad that I'm now finally playing Dark Souls 3. But yeah, I definitely plan to play Elden Ring. Here's the same thing. I also keep my best to keep be free of any spoilers about Elden Ring. I already know that's a great game, and it's an open world game, and everyone likes it, and it's also very hard. But I didn't play it yet, but I definitely plan to. But actually, before playing this, I actually also want to play Sekiro, Shadows Die Twice. This is also on my list. But yeah, plenty of other games too. Like yeah, I didn't play the both God of War parts, God of War Ragnarok, the both newer parts. For example, I also want to play Devil May Cry 5. Is it the 5? Yeah, it's number 5. Yeah, not the DMC one, the Devil May Cry 5, for example. This is also something I want to play. And yeah, but where are people going to work, and so there is not much time to play all the time. But yeah, but Elden Ring is definitely on the list. I will definitely play this one. So pray to the Purging Monument. So my friend from the last stream warned me about it. I should not read too much about this Purging Stone, because it will spoil me a lot of this background story of this Lab, of this NPC character. This is double meaning. The NPC Lab. Because I want to keep this. I plan to play another. When I finish this first playthrough, I plan to play another run from Dark Souls 3 with New Game Plus, and planning kind of, yeah, some restrictions, let me say this, planning a kind of boss weapons only, no shield run, something like that. I'm still in the thinking about what I will actually do. And yeah, and this run I played completely offline, this first playthrough, and without looking in the internet anything. And so in the New Game Plus run, I will definitely look up all the things I missed in the first playthrough and all the lore things. And because there's so much things I I did not understand here. I couldn't find the connections to, or any side lores, any side quests with NPCs I missed here in the first playthrough. So yeah, I will check out a lot of things in the internet when I'm through with this first play here. And yeah, in the second one I will play online. I will also play PvP probably. At least I will check it out. And yeah. So let's see what happens. Pray to the Purging Monument. Request absolution, request dissolution, reinstate the king's decree. Request absolution. I think these both things, request absolution and dissolution, was already in a little shrine in the undead village. Also, I don't know what was actually do. I think request absolution is similar to the things what do in what happened in the first game, in first Dark Souls, when you go to this, I forgot his name, the guys with their arms wide open in the church after the gargoyles. Yeah, request absolution. I think it will be the same thing, so I can calm down NPCs I made aggro.
Request dissolution is maybe the exact opposite? So every NPC get aggro? I don't know. I don't want to check this out, but I think let's try reinstate the King's Decree. Also, I also don't know what this makes, but let's check this out. For 64,500 souls, revive Judicator Argo, who will summon spears of the church to face trespassers. Do you wish to reinstate the King's Decree? On Twitch, or what made you want to stream? Let me just think about this question from the Purging Stone here. Do you wish to reinstate the King's Decree? This means I can kind of revive this boss fight, I think, but I actually don't want to do this. I think this is also something for PvP and online play, so we'll leave this for right now. Also I don't have 64,000 souls right now. So now back to your question. Yeah, what you got me on Switch and what made you want to stream there? I think yeah, I'm already playing a long time ago on different consoles, and yeah, and one day I thought, why not also stream it, by the way, because I'm playing it so why not yeah, stream it, and maybe some people will watch it, and I think this is a good thing. And yeah, and when it kind of started, I've heard my first streams or most of my streams were without talking or speaking to anyone. I think this is maybe a little bit, yeah, it's only half the thing, I think. And also I started this whole thing when starting this whole Dark Souls 3 playthrough, because I always talked to my buddy from the last stream, who also played all the Dark Souls parts, and I already speak to him and tell him, man, it would be so cool to see the very first playthrough of Dark Souls 1 again, because this was this complete fresh new experience of a game, and would love to see all the mistakes I made in this time. And now after playing these Dark Souls 3, 1 and 2, and also I played it not only once, you're already kind of an more experienced player, and so to a little bit to catch this up again, I said, okay, I don't have a recording of the first playthrough of Dark Souls 1. I don't have a recording of the first playthrough of Dark Souls 2, but so maybe I have at least the first playthrough of from Dark Souls, a recording of Dark Souls 3 from the first playthrough. And so I thought, okay, let's do this. Let's just stream it, because it's the most easy way to get this thing recorded. And also, so my buddy, who usually sleeps around this time when I'm playing, he has the chance to see my progress in this game, and yeah, it's kind of fun. And yeah, when it's all started a little bit, and now every time I play, I always stream, and every time I stream, meanwhile I always can talk to people while I'm streaming, and yeah, just let's see what happens. It would be cool to, of course, get more viewers and get more attention, get more followers and so thing. I'm also thinking about making more content besides just streaming and gaming, but I'm not quite sure yet what I also do. I've got a lot of ideas, I think, but I don't know what will work, and also how much effort and time I want to put in these things. Because yeah, this is, in the end, it's the main problem, time. Because yeah, doing it really professional by cutting all the streams and videos, making highlight videos, something like this, even just creating a logo or something, or having a consistent streaming plan or something like this. This is all too much right now, because yeah, I'm a working man, so I got also some friends and a social life to do. I got I got housework to do. I'm still wondering how all these big streamers, and when we
what we do all day. I mean, it's fine. We can play all day video games, but how the fuck do we get all this time together to do this? And I think the clocks of a professional streamer just ticking different when the clock of a regular man. So yeah, this is the whole thing. But yeah, at least so the time I can find to play, I can also stream, and for the time being, it's just an hobby, and we will see what happens, what goes on, and what's coming out. Yeah, like for example, things like this right now. It's, for example, you are the reason right now that it's the first stream I'm talking English. So before I only talked in German. It's actually also the plan to continue it in German in the end. But yeah, right now I think you only watcher, so why not speak English with you if you can speak English, so why not? But how about you? Do you stream anything, or are you just a watcher? So, but I think right now we have everything here. Stream hours on certain days, it helps quite a bit. Do it as set as hobby. Yeah, usually the time is like right now, so between 1 how's this stuck? It's 1 a.m. 1 a.m. Yeah, it's between 1 a.m. and 4 a.m. or 5 a.m. Between 1 a.m. and 5 a.m. is so the regular time when I play and when I stream. But right now I don't have consistent days where to stream. Usually it's about 2 or 3 nights, let's put it like this, in the week where I can stream and play. Yeah, in the morning, like right now. Is this 1 a.m. right now? I don't know, because I'm kind of a night man, night human. An owl. I'm a fucking owl. No, because I always work late at night until midnight, and after this I usually watch some movies or series, or I play on the PlayStation and stream, and up to 4 or 5, and when I go to sleep, and when I wake up around noon, so 12 o'clock. What is this? 12 a.m. when? Yeah, and when I do my things I have to do at the daytime, and when I start working again. So this is the whole thing. Yeah, getting up very early in the morning and working. This is nothing about what I can do for a long time. Yeah, of course. I think the thing with this time about playing so early in the morning is. Especially when I stream in German, I think there are not many people in Germany being awake around this time and watching streams, especially within the week, and I think on weekends, on Saturday and Friday, it probably will work, but on within the week there are probably not too much people. Who watch streams, but yeah, it's how it is. I cannot change it. I will not definitely change my complete day routine just for getting better streaming time. So yeah, this is the thing when I say, okay, this is just a hobby. Doing it professional probably would change a lot of things, but right now this is just not possible. So yeah, so I take what I get. I take what I get. So this is the right thing. Yeah, I take what I get, and so yeah. But maybe planning really consistent days of the week where I stream I think is something I could manage to do. But yeah, I don't know. Usually Thursday evening is also good, so I will probably stream tomorrow. Tomorrow night I will probably stream again. Thursdays things I am always from Thursday to Friday is always a good time, and yeah, the other day is I have to figure it out. It will also change some things now I think in the next months in my my personal life. So
yeah, this will when um, yeah, bring up new solutions and new ways about this. So let's see what it brings. Let's see what the future brings. So I'm noticing that I'm just surfing around in this area with any purpose right now. So I think we found this purging stone now, even if it's actually too late, because yeah, Lab is already dead, so he he cannot use this anymore. I don't want to bring in the King's Decree again, or whatever this was. And I don't know what this Absolution does, I don't know what this Dissolution does, and I actually not daring to find out what it does. I mean, when I say enraged the King's Decree, he asked me before doing it. I think, let's come on, we click it, and today I'm a brave one. You have not sinned. Yeah, that's a relief, thank you. Okay, so it's probably exactly what I assumed, that is, that if I pissed off any of the NPCs by hitting them, I can probably chill them down with this. But yeah, it would be interesting now if this request dissolution brings the complete opposite. No sin, no problem, that's right. Going to heaven. So no, I did probably some very bad things in this game. So, but for Dark Souls, for Dark Souls limits, it's probably fine. So, but yeah, I will not try out request dissolution. I'm a little bit afraid that every NPC gets brutally mad at me without any reason. So we'll leave that for now. But I think this is also everything we can check out in this area. I kind of expected that it's much more, but it's just, here was one item. We have this purging stone over there. We found this this Judicator giant we slayed. But more? Where's I can try to roll on the walls to find any illusory walls. But it doesn't seem like there is something more here. But okay. Like I said, I didn't expect here any complete new enemies, or even a boss enemy or something. So yeah, okay, that's fine for me for now. Then I think we have cleared this whole Ring City thing and this whole DLC 2 thing. So I think I will return to the Shrine Bonfire, and we'll check out what happens when I place this final skull on the final throne. Oh, exciting, exciting, exciting. And then probably will not happen too much more anything. Like I said, my friend of mine who told me about the game, who already played it, who said, yeah, there is not too much of content coming in this playthrough. So yeah, just let's do this. Let's find out what happens. Dun 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 dun. So here we are, Cinder of a Lord. Finally, I will check out what's written on this skull. Where it is? Was it here? Dragon, twinkling, ritual, spear, hello, dark sign, fading. Or is it an Eyes? Awkward, Tower, Grand, Jailbreaker, Grave, Lift. Ah, here, Cinder of a Lord, yeah. Cinder of a Lord left by Prince Lothric. Cinders of a Lord left by Prince Lothric. If the Lords will not return to their thrones themselves, let them return as cinders. The Lothric bloodline was obsessed with creating a worthy heir, and when this proved impossible, resorted to unspeakable means. Suffice it to say, the path to Ling the Fire is a cursed one indeed. Alright. Here it is.
And as you see, nothing happens. This was kind of anticlimactic. I thought now a cutscene will start or something. Holy King, last hope of his life. Yeah, okay. Well, do I have to go down first or something? Or do I have to speak with the maiden? Ah, yeah, she's standing on the fire. I think this will probably trigger something. The five lords sit there, Aye. 5 thrones. All thanks to thee, most worthy of lords. Ashen one, with the lords as thy witness, bend thy knee before the bonfire's coiled sword, and let the lord's embers acknowledge thee as their true heir, a true lord, fit to link the fire. Ashen one, may I pose thee a question? Has the little Lord Ludloth spoken to thee? I sense of a thing once, pray tell. Okay, this is the same one Well, as ashen one, everything. let the flames. So, kneeling before the bonfire. Okay, so this will probably trigger something, but before we do this, I will just talk to this, to this lord over there. Maybe he has something new to say before I do this. Ah, well met. All is as planned, is it not? 5 lords for 5 thrones. Glory be, my lord slaying champion. It is all thy doing. The stage is set for me to play my part as lord, too. Go, speak with the firekeeper. The Isles show a world destitute of fire, a place for. So, I willed myself lord, to link the fire, to paint a new vision. What is thine intent? Now. Okay, so yeah, he is actually the last Lord of Cinder who is kind of alive and kind of not completely mad at me. So will he die when I kneel down here? Now I actually want to see if the girl from the first DLC in the Painted World of Ariandel, if this girl painting this painting is saying something new, but I cannot warp anymore. So okay, so we have to kneel down, I think. Here it goes. Noble lords of Cinder, the fire fades. And the lords go without thrones. Surrender your fires to the true heir. Let her grant death to the old gods of Lordrin, deliverers of the first flame.
Oh ha. Well, well, well. So I still have no damn clue what the story is all about. But okay. Kiln of the First Flame. This sounds familiar from the first Dark Souls part, but still, this looks like Firelink Shrine. When I saw this whole ashes thing sprinkling over my head, in Germany we have this saying Asche auf mein Haupt, meaning ashes on my head. For if you did something completely, if you did something shameful to someone, you say Asche auf mein Haupt. So sorry, it was my mistake. Ashes on my head, so to say. That's what was I thinking about. Well. Can I link? Yeah, light this bonfire. Okay, we can light this one. So, I'm curious what awaits us here, what kind of enemies, and probably some, yeah, at least one new boss, I think. I mean, there must be some final boss, at least. I would kind of very disappointed if no boss will appear, but I'm pretty sure there will be one. So let's see. Let's check out these thrones first, if something new happened here. Flame Kepler, okay, these are the same inscription as before. So this is also, I think it's kind of a little bit random, because this headpiece I'm wearing right now, this crown of Lorien, is yeah, has quite good defense and fits into my in the weight ratio, so I'm not fat rolling. So but I think now for this, especially for this scene right now, where I kneel down and where I kneel down, and she sprinkles the ashes of my head, I think this looks very good. So looks like a real heir to the fire, or whatever I am now. So yeah, this was randomly good chosen. So let's see, what do we also have here? I think some ways are just blocked and crash down here. Yeah, so wherever we are now in the timeline, so much I already found out, that this whole thing is about different timelines, and also kind of woven with the stories from the first Dark Souls and the second Dark Souls. This is what I found out so far, but these completely the complete connections between everything, I still trying to figure this out. But maybe I mean, I'm not at the end of the game right now. I mean, I am on the end of the game right now, kind of, but yeah, maybe everything will be clear when I really finish the game. And oh my god, this looks amazing. Wow. Oh, this is the drag heap. Oh, interesting. Okay. And here's another bonfire. I love it within bonfires. Oh, what? Stop. Ah, I didn't hit. Okay, this is just a warping point. Okay, where do we go now? Oh, so many things. I hope this... Yeah, I had to check it out first a little bit. Again, Kiln of the First Flame. Okay, now this looks even more familiar when from first Dark Souls part. Another bonfire and another bonfire. Now I'm just reading before travel to drag heap. Okay, this is kind of... I can travel back to it, as I suppose. And this is light bonfire. Okay, this is what we can do without messing everything up. Okay. So, I mean, I think this is also kind of drag heap, but just this special part of drag heap, I would say. But especially these molten stones here, this looks very familiar to
to the first, the killing of the first flame from Dark Souls 1. So yeah, I'm climbing up this mountain. I'm kind of I'm a little bit scared right now that we will find the final boss so soon, because I didn't plan to finish the game today actually. I don't know, but I have to finish it one day. So this is the hard part here. I mean, actually, I want to play it through. I want to finish the game. But finishing the game means I finished the game. So yeah, I mean, I still plan to make this second New Game Plus run, but still. Okay, so now here we go back to track heap. Okay, we know this so far. This new stupid angel is up there, where I still don't know why he is here, or it is here, and why it hasn't been here before. But I think this is something I will find out in the second run. So okay, arrested bonfire. What happens now if I... Okay, we have here the demon princess is this. Okay, slave knight gear, yeah. And how do I get to... the bonfire? Just linked? Just kindled? Is it this one? Yeah. Yeah, probably. Yeah, this is. I mean, I already saw these angels, these death angels, or how we call. Ah, here is a flameless shrine and kiln of the first flame. Okay. Can I return now to Firelink Shrine? What happens now at Firelink Shrine? Yeah, I mean, I saw these angels before and killed them, but this one especially appeared after defeating... What I defeated actually, after defeating the Demon Prince? No, a little bit later. So I don't know why he appeared there, but I don't want to find the hey, is this guy over there dead? Did he indeed sacrifice himself? Let's see. Oh yeah. Pick up item, examine. Okay, I can still do the transposition thing. But what he left me here? Skull ring. What is a skull ring? Oh, I also wanted to check out what this dragon head shield does. So, but let's check first the skull ring. Yeah, easier to be detected by enemies, defeated by enemies. Easier to be detected by enemies. One of Curlin's transposed wonders, derived from the soul of a soul feeder. Easier to be detected by enemies. The soul feeder was a beast that insatiably absorbed souls to feed its own power. Even after its accursed corpse was burned, it is said that the pungent stench of souls left the air permanently stained. Yeah, this is something I probably will not wear on purpose. Can just stand in the same line as the Calamity Ring. So probably there is some hidden effect or some use of it in any kind, but right now I will just leave this in my inventory and don't put it on my fingers. But I want to find out what about this dragon ring. This is this one. Okay, no 100% physical defense. This sucks. Of course, a high fire defense. This is fine too. Yeah, this is probably the thing. If I say the game is still too easy, you put on the Skull and Calamity Ring and yeah, do it to your best. But this is something for another run, I think, not for the next one, definitely. So, what's written here? The shield, as hard as a great boulder, is formed by the head of the descendant of an archdragon. The ringed knights, by command of the gods, stood amongst the ranks who set out to slay the dragons, but their contributions were never lauded. Skilled dragon breath, even the descendants of an archdragon perishes not, and use of this skill restores its former strength, sweeping foes with a frontal
exhalation of dragon breath. What do I need for skills for this? A little bit more intelligence and a little bit more faith. Dragon roar? Did I actually check this? If not, we just do it now. Want to see how this looks. If it's just similar looking to the dragon headstone effects, but in this case I need another ring, because right now I not so much the believer guy. So let's increase some faith. So I mean, it looks definitely cool. So much I can say for now. So this is this one. So I need also the intelligence ring, scholar ring. Yeah. Also not so much the finger guy. So let's now we could actually use it. Aha. I kind of expected more, but still, it's nice. It's okay. And this big one, this is probably this raw thing the spear guy does. Yeah, okay. And when I have the higher stability, also looks very cool. Okay, but currently this I don't have the usual stats for this, so I stay with my trusty buckler. Yeah. And we switch the rings back. So, and what was the other one? The hornet ring. Hornet. Here it is. So, okay. Yeah, I wanted to check out what Milady has to say now. Link the fire for the lords of Cinder, for the ashen prisoners, for all those held to preserve the fire. Link the first flame. Yeah, I will. Chill. Ashen one. So, and do the other guys here say something new now? Ah, well met, Helmet. Ashen one. If my wares are not, bring me with it. Yeah, this is the same one she talks all about. Maybe does Mr. Andre something new? Ah, well met. 'Tis good to see ye. What needs smithing? Oh, by the way, if you find any Estes, they can be used without those on their Yeah, okay, now he also talks the same thing as usual. I assume that the other guys here will also say the same things. So, but now I can check out in the first DLC again, if the painting girl is telling me now something new. I go to Ariandel Chapel. If this Ariandel Chapel is actually still standing, because the last time I checked out everything was burning. And I don't know why. Maybe it's also a pile of ashes right now. Let's check this out. Ta-da, da-da, 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 da-da. Okay. Church is still, the chapel is still standing, but it's still burning also. Well. So let's see if Mrs. Longhair has to say something new. Still sitting here and doing some things with her hands. Huh. My thanks, Ashen One. I will assuredly finish the painting of a cold, dark, and very gentle place. One day, it will make someone a goodly home. Yeah, this is what you told me last time, but I actually see no progress. This painting still looks the same as always. Keep up, girl. Come on, hurry up. We don't have too much time here. So, okay, no change here either. So, okay, when I will probably
have to go to this kiln of the first flame and continue there. Where it is? Where it is? I'm a little bit excited. I kind of hope that I mean, I don't know if it comes. I hope there's just a little bit more area to explore and some smaller enemies to defeat before, yeah, getting to the actual really giant boss fight. Because I'm actually not ready mentally for this right now. But okay, come on, let's try it. Let's be brave at least one time in this run. So, but we have to say again here, it looks very, very cool again. Some very cool areas to explore in this whole game. So, checking out the cliffs, maybe some hidden items. Also, maybe some hidden enemies. Don't want to get ambushed. Which seems too often to do the time difference. Yeah. Oh, I see now notes. Some missing. I have to check out on this one, but nevertheless, this was entertaining. So thank you. I thank you too. Yeah, maybe one day it will fit again, and you can watch again, or you can also check out the Twitch side of mine, or even the YouTube side, RockTalk666. I also upload the whole stream of this Dark Souls 3 first playthrough run is also on YouTube to find. So if you have time on better times on the day, you can also check them out there. But yeah, for now, thank you for watching. Maybe it works again, and have a good night too. Yeah. Goodbye. Till next time. So let's see. Okay, here's nothing. Here's nothing. Bye bye. See ya. Oh, wait. You get one last thing. You get a wavy at the end. Thank you. Yeah. So. I also would switch to German right now back. So, deutscher Rocky ist wieder zurück am Start. Ach, das sieht ja schon... Okay, dort bewegt sich schon mal was. Ich würde ja sagen, das sieht verdächtig nach Bossareal aus. Ja, doch, das wird schon das Bossareal sein. Ach komm, fuck it, ja. Wir müssen hier irgendwann mal hin, und es wird nicht besser. Insofern, naja, gut, komm. Schauen wir uns das Ganze mal an, was hier kommt. Okay. Soul of Cinder, okay. Was bist du denn für einer? Ich finde es schon mal gut, dass es ein humanoider Gegner ist. Und ich freue mich gerade, dass ich schon mal ein Schild mit relativ guter Feuerverteidigung habe. So, ich vermute mal, den zu backsteppen kann ich wahrscheinlich knicken. Ja. Wer hat denn dieses ganze Gelöns hier hingelegt? Ui, das was close one. This also. Oh, ich muss wieder ins Deutsche zurückwechseln. Verdammt, jetzt habe ich die ganze Zeit Englisch gesprochen. Ich sehe aber schon wieder, mein Schild tut hier wieder beste Arbeit. So, wir können ja schon mal zumindest mal rausfinden, ob der Kollege bluten kann. Das letzte Mal, wo ich das gesagt habe, war Gale nach dem zweiten oder dritten Anlauf tot gewesen. Au. Aber gut, ich denke mal, ich weiß nicht, wie leicht es wird. Es könnte wirklich sein, wir haben jetzt durch die beiden DLCs ja eigentlich so einen gewissen Level Vorsprung, würde ich mal sagen, was den Boss hier betrifft. Au. Au. Ah, okay, gut, so dazu.
Okay, auf jeden Fall ein heißer flammender Typ. Feuerrüstung wird hier wahrscheinlich nicht ganz schlecht sein. Wir gucken aber trotzdem wieder wie üblich unsere Sachen ab. Kann der Typ bluten? Kann der Typ sich vergiften? Und kann ich den Typ in irgendeiner Weise parryen? Das sind die wichtigen Fragen des Lebens. Und ist das jetzt schon der finale Boss? Also ich vermute mal, da kommt noch irgendwas, weil der Dude so alleine ist mir ein bisschen zu lame. Also da müssen sie schon mehr einfallen lassen, so auch vom Design und allen her. Also da gibt es garantiert noch eine richtig fiese zweite Phase. Vielleicht sogar eine richtig fiese dritte Phase oder sowas. Mal schauen. Wir rüsten uns auf jeden Fall erstmal ein bisschen um. Ich glaube, die Keule lasse ich erstmal weg. Dagger lassen wir da. Bandits Knife lassen wir erstmal da. Wir nehmen aber mal noch unser Pyromantie-Gedöns. So, das große Schild. Ich glaube auch die beiden lassen wir erstmal weg. Den Hornet Ring. Ja, erstmal zum Testen lassen wir den auch, glaube ich, weg. Ich stelle gerade wieder fest, ich habe immer noch den Firestone Plate Ring immer noch nicht gefunden. Was blöd ist. Aber gut, dann nehmen wir zumindest den Ring of Steel Protection. Havelsring sehr wahrscheinlich auch. Achso, ich müsste ja vielleicht nochmal durchswitchen. So, den und wir nehmen mal noch. Was weiß ich. Nehmen wir einfach mal noch den. So, jetzt müssten wir ja relativ viel genau zum Abwehren haben. Der hat 83 Feuerverteidigung. So, der hat 90 Feuerverteidigung. 76, 70, 69. Der hat auch 83 Harvard's Great Shield. Jetzt wüsste ich natürlich gern mal, kann der jetzt auch, ohne dass ich die Stats für die Fähigkeit habe, kann der damit trotzdem jetzt Feuerabwehr machen? Ich meine, mit 60 wäre das ja ganz okay auf jeden Fall. Der hat auch 90 Feuerverteidigung, krass. Aber gut, der hat die höhere Stability auf jeden Fall. 71. Ich probiere das mal mit dem Schild. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert mit der Verteidigung. So, das. Gut, dann haben wir jetzt noch mehr als genug Platz, auch hier eine dickere Rüstung anzulegen. Die Frage ist, welche. Also was Feuerverteidigung betrifft, war ja eigentlich die Black Iron Rüstung immer ziemlich krank. 5,9. 5,8 Havels Helm. Können ja mal gucken, wie viel von Havels Rüstung. Also Millwood Knight ist, glaube ich, gar nicht mal so gut, was Feuer betrifft. 12,7 Harvest Legion. Winged Knight. Also 12,7 das. Winged Knight hat sogar 14 schon. So, der hat 13,0. Und wie viel hat Havel? 16,2. Ja komm, wir können uns ja ruhig mal ein bisschen, behaveln hier. So, 9,3 Feuerverteidigung. Gibt es da irgendwas, was mehr hat? Black Iron Legends hat sogar dasselbe, hat bloß, wiegt halt bloß weniger. Könnte man sich ja erstmal so weit merken. Sonst irgendwas, was mehr Feuerverteidigung hat? Feuerverteidigung hat. Feuerverteidigung. Sieht aber gar nicht mal so aus. Nee, Havel. Sieht schon mal mega cool aus. So, rüstungstechnisch. Ja, noch haben wir ja genug Platz. Noch können wir uns ja ruhig voll hauen. 4,0. Achso, jetzt sind wir schon drüber. Okay, gut, das war jetzt ein bisschen zu voreilig. Black Iron. Ne, Black Knight Gauntlets. Die haben aber, glaube ich, auch relativ viel Feuer. 3,5, ja. 2,3, 3,8. Der geht auf jeden Fall noch rein. Und Black Iron irgendwas, das ist aber ein bisschen zu schwer. Ah, da fehlt nicht viel.
Ärgerlich. Oh, was ein Panzer. Krass. Können wir nicht irgendwas abnehmen, was... Es fehlt doch gar nicht mehr viel. 1,5, 0,8, 0,9. Dann halt doch irgendeine andere. 3,8, 3,2, ne, die sind ja noch schwerer. 3,1, dann nehmen wir jetzt halt die Wolf Knight Gauntlets. 3,7 Dragon Slayer Gauntlets. Bisschen mehr Verteidigung, ein bisschen schwerer. 3, irgendwas. 4,9 Wing Knights, ne, die sind wieder schwerer. Ja, ist jetzt gerade wieder so ein bisschen Gespiele. Das war hier 3,7 Polar Knight Gauntlets, die sind glaube ich auch relativ leicht. Aber die haben auch nicht so gute Werte, wir lassen das mal so. Sieht jetzt nicht super cool aus, aber naja, wir nehmen, was wir kriegen können. Und wir brauchen aber definitiv noch unseren Poison Mist, um zu gucken, ob Kollege sich vergiften lässt. Also, auf! Zu neuen Abenteuern probieren wir das Ganze noch einmal. Mal gucken, was da kommt. Machen wir das wahrscheinlich jetzt auch wieder komplizierter als ist. Also glaube ich, wenn ich einfach haut drauf und aggressiv den angreifen würde, würde ich ja wahrscheinlich auch schon mal auf jeden Fall gut in die zweite Phase kommen, die es sicherlich gibt. Aber ich will halt mal ein bisschen rumprobieren. Ich will auch ein bisschen gucken, was da geht. Wie war großer? Bisschen das Moveset lernen und so. Das will ich schon meine Seelen wieder haben. Au. Au. Also ich würde mal behaupten, der Typ hat jetzt richtig gut in der Giftfolge gestanden und ist nicht vergiftet worden. Ich würde mal sagen, dem ist Gift so relativ wumpe. Das brauchen wir wahrscheinlich gar nicht weiter versuchen. Dann versuchen wir das nochmal mit dem Bluten. Das war Glück. Ich stelle aber fest, der hat auf jeden Fall einen ordentlichen, schnellen Hieb drauf. Also viel lange und viel blocken kann ich ja gar nicht tatsächlich. Oh. Ui. Mai oh mai. Au. Schaltet er sich kurzerhand von Hand zur Waffe. Wenn hier einer... Ja, auch zaubern kann er auch noch. Na gut, das war... Was kommt jetzt? Shooting my laser. Au, 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 au. Achso, jetzt kommt noch der Pyromantie. Ich mich heilen bitte, danke. Ah, okay, das ist...
Der macht so, ach geil, der kann auch den Poison Mist, ja, na heil. Ja gut, das ist natürlich klar, dass ich da nicht mit meinem Poison Mist kommen brauche, wenn der das selber auch kann. Und jetzt? Achso, jetzt kommt noch Glauben. Au. Au. Au, au, au. Das ist so ein bisschen der Clou, hoppala, dass man hier quasi mehrere Stile gleichzeitig kämpft. Au. Mein Gott. Jetzt natürlich mal spannend. Wir haben jetzt relativ viel. Was macht er denn jetzt? Au. Au. So, unser erstes ist alle. Kollege ist Trickshot, ich sehe schon. Arschloch. Ja gut, das war's jetzt. Gut. Also der scheint mir zumindest keiner auf der Hälfte des Lebens bekomme ich eine zweite Phase zu haben. Aber ich würde auch sagen, dafür, dass wir uns jetzt eigentlich gar nicht mal so richtig viel Mühe gegeben haben und jetzt erstmal mit den neuen Phasen überhaupt mit seinen neuen Formen konfrontiert wurden, haben wir uns doch gar nicht mal schlecht geschlagen. Ich meine, gut, wir haben ja auch echt eine dicke Rüstung gerade an, die blockt natürlich richtig viel böse Sachen weg. Aber gut, jetzt weiß ich zumindest, dass das soweit funktioniert. Mir ist bloß aufgefallen, auch wenn wir relativ viel Feuerschaden gleich weggeblockt haben, ich glaube, ich würde ja doch gerne wieder mein Havels Shield haben. Weil die Stability macht hier halt doch auch einiges aus, behaupte ich mal. Da müssen wir jetzt auch wahrscheinlich doch die Rüstung wieder ein bisschen umändern. So, ansonsten, ja, Pyromantie können wir hier knicken. Jetzt wäre, wie gesagt, noch, der hat ja ein relativ humanoides Angriffsmuster. Jetzt wäre halt jetzt wirklich die Frage, kann man den noch, kann ich den halt mit Parry in Schach halten. Jetzt muss ich aber mal vom gewichtstechnisch gucken, wie ich das jetzt hier anstelle. Ich meine, wir können das erstmal ablegen. Bum, 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 bum. Sonst machen wir jetzt doch hier die Black Iron irgendwas. Wie heißen sie? Die Black Iron Leggings. Und hier ist auch einfach die Black Iron Black Hand Armor, Black Leather. Wo ist er denn jetzt wieder? Ruin Armor, Harald. Was haben denn die anderen Sachen noch so? Fire 12,7. Die haben sogar 14, die könnten wir nehmen. Das sehen wir zwar richtig dämlich aus. Ich hoffe, wir finden noch was Besseres. Also irgendwas, was zumindest mal cooler aussieht. Wenn, dann müssen wir unten gucken, wahrscheinlich eher Pontiff Knight, Dancers Armor. 14,1 Black Knight Armor. Sogar ein bisschen leichter. Okay. Noch irgendwas, was mehr?
Selbst Smaugs hat nicht so viel Feuerverteidigung. Spannend. Black Iron Armor hat aber trotzdem mehr. 14,5, 14,3, 16. Achso, das ist Harvests Armor. Ja, ich glaube, aber so viel mehr wird es dann halt auch nicht. 13. Jailer Rope, die haben so viel Verteidigung, Feuerverteidigung. Wahnsinn. Black Iron. Wenn wir die anderen Black Iron Handschuhe jetzt auch noch nehmen, aber die werden wahrscheinlich zu schwer sein, denke ich mal, oder? Na. Black Dragon, Wolf, Knight, Smaug, Lorian, Golden, Black Iron. 3,8 Feuer. Ja komm, dann machen wir einmal die Black Iron Rüstung. Harvests Shield. Und versuchen jetzt den Kollegen mal mit Parry in Schach zu halten. Mal sehen, ob das funktioniert. Wenn der sich dann natürlich, wenn das funktioniert und wir dann halt Critical Hits landen können, dann wird's lustig. Dann wird's interessant. Na, mal schauen. Komm ran, Seele von Cinder. Das war zu früh. Das war zu früh. Das war richtig, würde ich sagen, aber... Ich würde mal Geist behaupten, der lässt sich nicht parryen. Ach, zu früh. Das wäre natürlich wieder spannend. Kann der bloß in der Form nicht geparried werden, mit der Waffe? Oder kann der vielleicht mit einer anderen Waffe? Wenn er dann gerade diesen Speer oder was das war hatte, vielleicht geht es da dann besser. Ja. Wie der antäuscht, der Bastard. Au. Ich würde mal sagen, der lässt sich nicht parryen. Ich glaube, ich habe gerade 43.000 Seelen in den Sand gesetzt. Aber na gut. Das ist nur halb so wild. Crazy. Okay, aber ich finde die Rüstung auf jeden Fall erstmal ganz gut. Dann können wir das aber im Grunde jetzt auch weglassen. So. Hätte er gesagt, dann versuchen wir den ganzen Spaß jetzt einfach mit meinem Trusty Bandit Knife. Harvests Great Shield. Würde ich jetzt mal sagen, versuchen wir so. Ich kann natürlich mal noch gucken, ob ich hier irgendwie noch ein bisschen Zusatzdamage, aber ich habe auch, dadurch, dass der gefühlt jede Form annehmen kann, wird er wahrscheinlich keine großartigen Resistenzen, beziehungsweise wahrscheinlich in allem relativ gleich resistent sein und hier keine wirklichen Vorteile haben, wenn ich mir hier irgendwie noch irgendeinen Buff gebe. Höchstens, musst du mal schauen, Flash Sweat. Iron Flash, Power Within, ja gut, das dann mache ich mich selbst kaputt. Black Flame bringt mir nicht viel. Könnten halt mit einem Glaube, zumindest mit einem Wunder, uns immer mal ein bisschen heilen. Aber das war's halt schon. Meine Schaden kann es auch nicht. Können es ja zumindest mal ausrüsten. Haben wir denn überhaupt irgendeinen Chime, den wir auch nutzen können? Das wäre jetzt gleich mal die nächste Frage. Moment. Organize Storage Box. So, da haben wir. Was haben wir? Was wollte ich gucken? Ach so, ich wollte den Talisman. Den Gedanken schweifen ab.
Haben wir da irgendwas, was ich... Brauchen alle wenigstens 12 Glaube, ne? Und die habe ich nicht. Nee. Ich glaube, dann wird das doch nichts mit dem Glauben. Dann nicht. Pestilenzmist. Könnten unser Schild noch ein bisschen verbessern, aber ach, das bringt es eigentlich auch nicht. Keine Ahnung. Nee, komm, dann lass mir den Spaß. Was soll denn das? Dann halt einfach Schild, Schwert und rein damit. Dann versuchen wir jetzt einfach mal den... Ja, ich guck mal, wie effektiv jetzt das Harvard's Great Shield gegen die Angriffe ist, wie viel ich damit wirklich wegblocken kann. Ansonsten werden wir hier aber wahrscheinlich auch doch mehr auf Rollen gehen müssen. Ja, der Gute zieht ganz schön an der Ausdauer. Au. Oh, die Sau kann doch bluten. Ja, geil. Ja, das ist doch mal eine interessante Erkenntnis. Der Typ kann sogar zusammensacken. Au. Ja. Au. Huch. Nein, 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 nein. Mein Freund, du hast Glück, dass das so cool aussah. Halt der passt wirklich auch nicht. Hatte ich nicht. So. Na klar gibt's noch eine zweite Phase. Alles andere wäre ja auch Quatsch. Okay. Oh, ja, alles klar. Und schön, und hier haben wir auch gleich wieder die... Au. Au, sag ich. Die ikonische Quinn-Piano-Einlage. Hervorragend. Gefällt mir. Jetzt tritt er auch noch. Ich krieg die Grüße. Was ist denn das für unkönigliches Verhalten? Sowas habe ich schon erwartet. Au. Würdest du das vielleicht mal mit dem Blitzen lassen?
Kommt jetzt? War's das? Oh, okay. Okay. Juhu, I guess? Irgendwie ging das jetzt doch smoother als gedacht. Alright. Alles klar. Cool. Ich bin verwundert. Das war irgendwie alles gerade ein bisschen antiklimaktisch. Ich dachte irgendwie, da kommt noch mehr. Recover Lost Souls. Na gut, so viele waren es nicht. Ich habe jetzt ein bisschen Angst. Link the First Flame. Ungern. Weil das klingt jetzt gleich direkt nach Spielende. Will ich das? Angst. Aber ja gut, das ich würde jetzt mal auf die, naja wohl, das ist auch nur die Black Iron. Gut, das Havel's Shield rockt natürlich nochmal vieles. Aber das war jetzt wirklich nicht unbedingt schwer, muss ich sagen. Ich meine, gut, wie gesagt, man hat ja nun schon das quasi 3 Dark Souls Spiele hinter sich, ist entsprechend erfahren und ist wie gesagt jetzt ja auch gut gelevelt und auch in dem Spiel natürlich mit seinen, oh, das war jetzt gerade, ja, habe ich ein bisschen mehr erwartet. Gut, und die beiden DLCs halt noch, dadurch natürlich auch noch extrem viel. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, durch dieses Tor zurückzugehen, weil nicht, dass das, also wie bei der 1 war ja dann die Entscheidung, entweder du linkst du wirst das erste Bonfire anzünden, oder du gehst halt wieder zurück und lässt es, wie es ist. Wenn das jetzt dieselbe Entscheidung ist und dann meine Entscheidung quasi schon gefallen ist, dann wäre ich sehr unglücklich. Darum lasse ich das für den Moment erstmal. Und gehe jetzt einfach mal hier lang und hoffe einfach mal, dass das jetzt nicht schon meine finale Entscheidung ist, die jetzt hier passiert. Wir können ja mal kurz gucken, was wir jetzt eigentlich hier bekommen haben von Kollegen. Soul of the Lords, one of the twisted souls steeped in strength. Soul of the Lords, one of the twisted souls steeped in strength. Used to acquire numerous souls, or transposed to extract its true strength. Since Lord Quinn, the first Lord of Cinder, many exalted lords have linked the first flame, and it's their very souls that have manifested themselves as defender of the flame. Aha. Okay. Also, wie gesagt, ich hoffe jetzt mal, dass das wirklich nicht irgendwie jetzt beeinflusst, dass das jetzt schon die Final Decision ist. Unsicherheit macht sich breit. Wir gehen jetzt aber erstmal. Wir gehen einmal zum Flameless Shrine. Einfach weil ich mal wissen will, ob es jetzt irgendwas getan hat. Dadurch, dass ich den jetzt besiegt habe. Hallo? Ist hier jemand? Hat sich hier was getan? Was? Achso, das war bloß die Inschrift. Oh, ich dachte schon. Aber sonst hat sich jetzt hier eigentlich nichts groß verändert, oder? Ich könnte jetzt natürlich sagen, dass in dem Ding hier noch irgendeine Illusory Wall ist, aber ich glaube, A, glaube ich das nicht und B, habe ich jetzt tatsächlich auch gerade nicht so Lust, alles abzurollern. Naja, gut. Rested Bonfire. Wir warpen uns jetzt mal zurück zum Firelink Shrine und gucken mal, ob sich da jetzt was getan hat. Ich meine, die Mission ist ja immer noch, oder die Aufgabe von der Guten ist ja immer noch Link the First Bonfire. Und das haben wir noch nicht gemacht. Die Frage ist, linke ich das Bonfire jetzt? Ist es dann das Ende des Spiels? Oder kommt da noch was? Weil wie gesagt, so den Endboss fand ich jetzt relativ, naja, geht so. Hallo, meine Gute. Ashen One, link the fire for the Lords of Cinder.
for the Ashen prisoners, for all those held to preserve the fire. Link the first flame. Wenn ich nicht will. Very well, then touch take not. So, 100.000 Seelen und die reichen trotzdem nicht, um ein neues Level aufzusteigen. Schlimm, schlimm, schlimm Ashen eigentlich. one, Moment, Gute. Ah, Einen Moment. Sell Items. Wir brauchen, wie viel waren das jetzt? 106 oder? Ashen one. Ich muss mir auch mal angewöhnen, die Nummern mir Ashen anzugucken. foot link. Very Level then up, take blablabla. Ja. 108.400, also 8.500 oder so brauchen wir. Ashen Ashen Ah, 8.500, einmal 8.000 und dann eins so und noch eins so und zwei davon. So, Ashen one. schauen wir jetzt mal. Das müsste Ashen reichen. foot link. Link, der ja, hetz mich nicht. Mach mal nicht so einen Druck hier. Du warst doch ganze Zeit so entspannt und jetzt macht die hier so einen Druck. So, Vigor auf 30. Ich würde auch mal sagen, wenn wir dann vielleicht noch Endurance auf 30 dann haben wir doch einen ziemlich guten Stats für New Game Plus, würde ich mal sagen. Ashen one, to be unkindled is to be a vessel for sovereignless souls. I will show thee how. Ashen one, bring news. Ja, Ashen okay. one, Das ist alles nichts Neues. So, jetzt gucken wir mal noch die Transposition, was wir jetzt vielleicht mit dieser neuen Seele hier machen können. Begin Transposition. So, was haben wir denn? Jetzt habe ich natürlich die ganzen Seelen aufgebraucht. Havels Ring ist es nicht. So. Beacons, Demons, Stray, High Lord, Dancer, Soul of the Lords. So, das wäre Sunlight Spear, Hurl Sunlight Spear. Miracles of Gwyn, the First Lord, hurls the Sunlight Spear. The Tales of Gwyn's Arc Dragon Hunts describe the inception of the Age of Fire. Describe the inception of the Age of Fire. Okay. So, ist aber wahrscheinlich, ja, 40 Glaube, schätze ich mal, ja. Kannst du knicken, komme ich nie hin. So, und noch was? Sword of the Lords, Firelink Great Sword. Kann ich zumindest erstmal führen, das ist schon mal gut. 80 Feuer, okay. So, the Lords of Cinder linked the first flame, and this greatsword was wielded by their Delphic manifestation. This coiled sword found thrust in the bonfire existed long before the throneless lords themselves. Skill Ember, the fading flame momentarily illuminates and launches itself forward. Ja, das klingt mir schon eher nach was ich haben will. Für 15.000, ja komm, die mache ich jetzt auch noch locker. Wir sind jetzt hier, wie gesagt, kurz vorm Ende. Was soll schon noch passieren? Dann einmal 10.000 und einmal 5.000. Gimme. So. Ich hoffe jetzt bloß, dass diese Seele jetzt nicht als... Nee, eigentlich dürfte es kein Problem sein. Nicht, wenn ich die jetzt verkaufe, die jetzt nutze, um dieses Schwert zu bekommen. Nicht, dass der dann sagt, nö, jetzt kannst du die First Flame nicht mehr linken oder so. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es nicht so ist. Nee, geh weg. So, dann gucken wir uns mal das Schwertchen an, was wir jetzt hier erworben haben. Longsword, screened. Shake Executioner, Black Knight, Onyx, Wildnia, Storm Ruler, Firelink, Greatsword.
So, hat wahrscheinlich erstmal die normalen Greatsword Moves drauf in einhändig. Das andere wäre auch merkwürdig. Aha. Aha. So, sieht das mal alles relativ stabil aus. So, jetzt mal zweihändig. Scheint jetzt auch erstmal noch nichts zu Besonderes zu sein. So, jetzt gucken wir mal, was das Ganze mit dem Ember zu bedeuten hat. Ah ja. Ist das Ding auch entfacht? Schießt da so ein Feuerstrahl. Ja, ist okay. Ist halt auch nur okay, finde ich tatsächlich. Aber gut, wir nehmen ja lieber die Waffen, die wir auch führen können, als die Waffen, die wir halt nicht führen können. Well. Dann, ja, jetzt ist halt die Frage, linken wir jetzt das First Flame? Uff. Entscheidungen, so viele Entscheidungen. Well, sage ich. Bevor es weitergeht, ich bin mal kurz, ich bin erstmal kurz auf Toilette, glaube ich. Ist mir alles viel zu aufregend hier. Siehst du, jetzt kann ich jetzt sogar direkt für Leute, die einschalten, right weg. Blub. So. Und, jo, in dem Sinne, bis gleich.
Hallo. Bin wieder da. Ich habe nachgedacht. Ich glaube, wir werden den Stream so ein bisschen zweiteilen. Einfach um das thematisch ein bisschen besser abzuschließen, sonst wird das alles zu viel auf einmal. Ich werde den Stream jetzt gleich nochmal abbrechen, also stoppen und direkt nochmal einen neuen starten. Mit dem Hintergrund, dass damit wir das thematisch ein bisschen abtrennen können. Und der Plan ist jetzt im nächsten Stream, also wie gesagt, ich mache jetzt gleich weiter. Das Plan ist jetzt, ich werde schon mal ein bisschen gucken. Ich gehe jetzt davon dass wenn ich diesen Firelink, die First Flame, wie heißt denn das Ding jetzt? Also den First Killen of the Flame, was auch immer, wenn ich das Ding auf jeden Fall anzünde, dort wo ich gerade war, dass dann das Spiel zu Ende ist. Davon gehe ich jetzt aus. Ich glaube nicht, dass da noch irgendwas kommt. Außer halt eine Cutscene und Credits, schätze ich mal. Und auf die Gefahr hin, dass ich dann keine Möglichkeit habe, nochmal in diesem Run quasi, in diesem Durchspiel noch irgendwas zu machen, sondern dann eben direkt wahrscheinlich in den New Game Plus starten müsste, würde ich vorschlagen, dass ich dann, bevor ich das mache, schon mal überlege, wie eben der New Game Plus Run aussehen würde und welche Restriktionen ich mir da persönlich setzen möchte. Wo ich jetzt noch die Möglichkeit habe, sage ich mal, alles zu nutzen, alles zu haben, was ich habe. Ja, ich glaube, das ist so der Grundgedanke. Daher, in dem Sinne, mache ich fürs Erste erstmal ein kurzes Winke, Winke und auf Wiedersehen. Ich verbeuge mich vor eurer Anwesenheit. Schön, dass ihr da wart. Wie gesagt, es geht gleich weiter. Gerne nochmal in den neuen Stream reingucken und bis gleich.